Christian hat keinen Erfolg beim Dating, weil er asiatisch gelesen wird, sagt er. Ich weiß halt nicht, ob es an meiner quasi Hautfarbe liegt, oder ich hatte immer das Gefühl, dass ich halt nicht angeguckt werde. Bei Diana ist das anders. Manche Männer wollen sie nur deshalb daten, weil sie eben so aussieht, wie sie aussieht. Das sind dann Sachen wie, boah, das wäre voll heiß mit dir, wenn du vielleicht mal ein Kopftuch tragen würdest. Ja, Menschen werden sexuell rassistisch behandelt oder erleben das. Der Typ steht anscheinend explizit auf Asiatinnen. Klar, alle Menschen haben irgendwelche Vorlieben beim Dating, aber wo enden die Vorlieben und wo fangen Vorurteile und Rassismus an? Los geht's mit Diana in Essen. Diana stört, dass sie wegen ihres Aussehens beim Daten super oft in Schubladen gesteckt wird. Ihre Eltern sind aus dem Iran. Sie selbst ist aber in Deutschland aufgewachsen. Diana möchte lieber anonym bleiben, deshalb haben wir auch ihren Namen geändert. Wir reden ja heute übers Dating. Was sind denn so die krassesten Sprüche, die du im Dating-Kontext gehört hast? Boah, da habe ich eigentlich vieles zu berichten oder auch zu erzählen. Das sind dann Sachen wie, boah, das wäre voll heiß mit dir, wenn du vielleicht mal ein Kopftuch tragen würdest oder so, was total, also was gar nicht geht, überhaupt nicht geht. Ich meine, ich trage selber kein Kopftuch und also das Seltsamste, was ich, glaube ich, je gehört habe, ist, dass mich ein Fremder Esmeralda genannt hat. Und mir dann erzählen wollte, ich wäre total sexy und exotisch. Das ist krass. Ja, das ist tatsächlich krass. Also das sind natürlich alles Dinge, mit denen ich als weiße Frau natürlich keine Berührung habe irgendwie. Klar. Was hat das mit dir gemacht? Also ich habe mich total nicht als Mensch gesehen irgendwie. Also nicht, dass ich mich nicht als Mensch sehe, sondern ich habe mich in seinen Augen nicht als Mensch wahrgenommen gefühlt, sondern wie so ein Sammelobjekt. Der dachte sich bestimmt, er sagt irgendwas Nettes oder so, aber es war einfach scheiße. Würdest du so ein Verhalten oder so einen Spruch unter Rassismus zählen? Ja, schon, klar, weil nur weil jemand nicht weiß, dass etwas rassistisch ist, macht es das halt nicht weniger rassistisch. Ich merke, Diana hat eine ziemlich klare Meinung zu dem Thema, auch weil sie solche Erfahrungen beim Daten immer wieder macht, besonders mit weißen Männern, sagt sie. Sie erzählt mir auch, dass sie heute sogar ihre Haare anders trägt, weil sie von anderen nicht mehr fetischisiert werden möchte. Wie kam es dazu? Also trägst du die gar nicht mehr? Genau, ich habe eine Dauerglättung. Ich kriege andere Reaktionen auf diese Haare. Inwiefern? Ja, bei den Locken war halt direkt feurig, sexy und wild und auch ungebildet. Tatsächlich spielen da auch noch Sachen rein, wie dass die sich dazu reimen, okay, eine Ethnic Woman bedeutet Hyper Feminine Woman. Will Kinder haben, will Kinder gebären, putzt gerne, umsorgt mich, pflegt mich, kocht für mich, dies, das, Ananas. Das sind halt die Erwartungshaltungen, die da auch mit reinspielen. Und mit den glatten Haaren hingegen, da haben Leute öfter auch mal vielleicht tiefere Gespräche am Anfang direkt gesucht und nicht, nachdem ich mich immer wieder beweisen musste, dass ich nicht blöd bin, nur weil ich irgendwie, was weiß ich, ethnische Haare habe. So. Ja. Ich finde, es sieht auf jeden Fall mega schön aus und ich finde es ehrlich gesagt traurig, dass du dich durch gewisses Verhalten von anderen Menschen genötigt gefühlt hast, sie nicht mehr lockig zu tragen. Ja, auf jeden Fall. Also ich vermisse die schon. Ich finde die persönlich tatsächlich sehr schön. Ich mag meine Haare. Also ich muss echt sagen, ich finde es richtig krass, welche Kommentare Diana sich bei ihren Dates immer wieder anhören muss. Zum Beispiel dieser Kopftuch-Kommentar. Also da werden halt einfach Klischees bedient, rein aufgrund ihrer Herkunft und ihres Aussehens, die aber halt nichts mit ihrer Persönlichkeit zu tun haben. Und ich kann schon verstehen, dass sie darüber sauer ist. Das habe ich im Gespräch halt schon echt deutlich gemerkt. Was Diana erlebt hat, erleben viele andere auch. Vinny zum Beispiel hat mir einen Chatverlauf aus seiner Dating-App zugeschickt. Er kriegt wohl immer wieder Nachrichten, in denen er als Schwarzer krass sexualisiert wird. Haha, danke, mir gefallen Schokobeeren. Hast du auch einen großen? Dann hat er geschrieben, ist es dein Ernst? Und sie einfach nur so, ja. Und dann hat er sich schon darüber empört, warum das die erste Frage ist, die sie hat.
Und ja, ihre Antwort war dann sehr eindeutig rassistisch. Die Beleidigung will ich jetzt hier nicht vorlesen. Vinny hat mir übrigens auch noch mal eine Sprachnachricht geschickt, in der er mir erzählt hat, was das mit ihm macht, dass er im Dating-Kontext immer wieder solche Sprüche abbekommt. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist nochmal so eine ganz andere Sache, wie wenn ich Rassismus im Alltag erlebe. Das verletzt einen viel mehr, wenn das im Dating passiert. Ne? Weil das ist eine Person, die ich echt richtig nett fand und interessant fand. Wenn die Person dann so mit Sprüchen ankommt, ne, von wegen, dass ich die falsche Hautfarbe habe und sie deshalb nicht bei mir schreiben will, ne? Ja, das ist einfach nur Scheiße. Ja, ist schon krass irgendwie. Also ich finde, ja, aus dem, was er sagt, man spürt richtig seine Verletztheit an der Stelle. Nach der Nachricht von Vinny ist es ein ganz schöner Clash, auf TikTok so Videos zu sehen, in denen manche Leute sagen, ich date nur AsiatInnen oder ich suche nur Schwarze. Hier hat auch noch mal jemand drunter kommentiert, giving me Snow Bunny Vibes. Als Snow Bunnies bezeichnen sich übrigens weiße Frauen, die eben explizit auf schwarze Männer stehen. Und bei TikTok gab es sogar mal eine Challenge dazu, wo sich weiße Frauen gezeigt haben, die eben schwarze Männer gedatet haben. Ganz ehrlich, bei mir lösen diese Videos ziemlich gemischte Gefühle aus. Aber klar, es ist irgendwie auch schön, dass sich da zwei Menschen gefunden haben. Jeder kann ja selbst entscheiden, wen er daten möchte. Viele von euch aus der Community sehen das übrigens ganz genauso. Hier hat zum Beispiel jemand kommentiert, bei der Partnerwahl gibt es keine Diskriminierung. Jeder hat nun mal einen Typ, den er am attraktivsten findet und daran ist absolut nichts schlecht. Oder hier, ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn jemand sagt, dass er halt zum Beispiel arabische Menschen attraktiv findet oder westeuropäische oder asiatische. Das bedeutet ja auf keinen Fall, dass man nicht auch andere daten würde. Was denken ihr darüber? Schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Ich kann die Kommentare verstehen. Ich kann aber auch Diana verstehen, die es satt hat, dieser Typ für andere zu sein. Ich frage mich aber trotzdem, wo genau jetzt die Grenze zwischen Vorliebe und rassistischem Verhalten liegt. Darüber spreche ich später noch mit einem Experten. Aber erstmal habe ich jetzt einen Videocall mit Christian. Hallo, na? Der wird nicht wie Diana von anderen fetischisiert. Bei ihm ist es eher so, dass viele Frauen ihn einfach gar nicht daten wollen. Christian ist 27, studiert Musik und datet vor allem online. Als asiatisch gelesener Typ fällt ihm das oft schwerer, sagt er. Also 80% von allen Matches, die ich habe, schreiben, und wo ich irgendwas geschrieben habe, da kommt halt zu 80% nichts zurück. Und wenn ich so mit meinen Freunden über irgendwie sowas, also darüber geredet haben, hatte ich immer das Gefühl, dass meinen Freunden das viel einfacher fällt, irgendwie Dates zu haben, jemanden kennenzulernen. Wenn es bei mir immer so ein bisschen war, dass ich das Gefühl hatte, ich wäre unsichtbar. Aber warum glaubst du, rutschst du bei denen dann durchs Raster oder durchs Sieb durch? Vielleicht ist es viel, was mit dem Klischee asiatischer Mann zusammenkommt, ne? Also wenn man so Filme oder Serien guckt, dann sind die asiatischen Männer meistens so die Nerds oder sind halt Karatemeister so, ne? So. Und ich kann mir vorstellen, dass sie halt, also sie haben vielleicht gar kein Bild aktiv im Kopf, aber also unbewusst schwingt halt vielleicht dieses Nerdsein in ihrem Kopf mit durch, was sie dann vielleicht unattraktiv finden. Würdest du sagen, dass es rassistisch ist, dass weiße Frauen dich vielleicht dann halt eher wegswipen? Ja und nein. Also Präferenzen sind ja Präferenzen. Die darf ja auch jeder Mensch haben. Aber man sollte sich schon damit auseinandersetzen, warum man das, was man attraktiv findet. Welchen Typ Frau präferierst du denn beim Dating? Was ist dein Dating-Typ? Prinzipiell finde ich den europäischen Typ schon attraktiver. Also zum Beispiel, ich finde asiatische Frauen meistens, ist es nicht so mein Beuteschema. Weil ich glaube, die einzigen asiatischen Frauen, die ich kennengelernt habe, mit denen ich als ich aufgewachsen war, waren halt meine Schwester und meine Mutter so. Okay. Ich will von Christian auch noch wissen, wie er selbst seine Präferenz für europäische Frauen einschätzt. Ich habe auch mal drüber nachgedacht, warum ich blonde Frauen mit dem europäischen Typ so total gut finde. Ich glaube, es hat viel mit Assimilation zu tun. Und für mich wäre halt so eine Familie mit einer europäischen Frau, beziehungsweise einer deutschen Frau, das wäre halt sozusagen sowas wie, hey, ich bin hier wirklich angekommen. So, die Leute checken jetzt, ich bin deutsch. So, auch wenn das
echt ein bisschen, also es ist echt ein bisschen ein weirder Gedanke und es ist halt auch so ein bisschen sich selbst verleugnen, aber ich meine, ich kann nicht anders aussehen, als ich aussehe. Das Gespräch mit Christian hat die ganze Sache für mich jetzt echt noch mal komplexer gemacht. Bei ihm ist es ja so, dass er selbst einen ganz bestimmten Typ von Frau hat, den er gerne daten möchte und von dem wird er als asiatisch gelesener Mann eher abgelehnt. Bei Diana war das ja noch mal eine ganz andere Geschichte. Sie wird von Männern eher fetischisiert. Um das jetzt noch mal zu sortieren, spreche ich jetzt noch mal mit einem Experten. Hallo Umut. Natürlich. Umut Özdemir ist Sexual- und Paartherapeut. Ich erzähle ihm erstmal von den Erfahrungen, die Diana gemacht hat. Jemanden zu fetischisieren ist letztendlich auch eine Form von Rassismus. Die Menschen werden reduziert auf ein bestimmtes körperliches Merkmal, was dazu führt, dass die Betroffenen selber ja merken, ey, Moment, mag die Person jetzt mich als Mensch oder will die nur mich, weil ich dieses Merkmal habe? Wie ist das jetzt sozusagen aus der umgekehrten Sicht? Würdest du denn schon formulieren, wenn ich jetzt Menschen aus meinem Datingverhalten ausschließe per se, bin ich dann rassistisch? Das ist wirklich schwierig zu beantworten, weil es darauf ankommt, wie sehr schließe ich die aus? Schließe ich die partout aus? Wenn mir jemand sagt, ich mache kein Online-Dating, wohne auf einem 50-Einwohner-Dorf, um mich herum ist nur Dorf, da leben nur weiße Menschen. Mein Datingpool besteht nur aus weißen Menschen. Dann haben wir eine Erklärung. Wenn die Person mir aber sagt, ich kann mir das partout nicht vorstellen, weil, und es tut mir total leid, das reproduzieren zu müssen, aber diese Aussagen sind gefallen. Ich kenne schwarze Menschen, denen gesagt wurde, ihr riecht unangenehm. Wenn das so eine Aussage ist, dann sind wir natürlich in Rassismus und Diskriminierung drin. Was würdest du denn Betroffenen raten, die halt immer wieder rassistische Erfahrungen machen im Dating-Kontext? Für Betroffene gilt ganz klar, erstens, es gibt sexuellen Rassismus. Punkt. Das gibt es. Ihr bildet euch das nicht ein. Zweitens, ihr müsst das nicht aushalten oder ertragen. Ihr könnt aufstehen und gehen. Ihr könnt aufhören zu schreiben. Ihr könnt das Thema ansprechen, weil das ganz viel mit euch innerlich wahrscheinlich macht. Oder es verfestigen sich bestimmte Erfahrungen. Und das bedeutet, dass wir in Zukunft nicht mehr so offen sind für neue Erfahrungen, weil wir automatisch vom Schlimmsten ausgehen. Und das ist ja vielleicht auch nicht das schönste Leben, das man führen kann. Ich muss echt sagen, das Gespräch mit Umut eben, das hat mich noch mal richtig weitergebracht, was die Thematik angeht. Aber trotzdem muss ich an dieser Stelle festhalten, die Grenze zwischen einer persönlichen Vorliebe beim Dating und Rassismus beim Dating zu ziehen, das ist halt gar nicht so leicht und irgendwie auch nicht zu 100% trennscharf. Aber was ich definitiv gelernt habe, es macht auf jeden Fall super viel Sinn, sich selbst einfach mal bewusst zu machen, dass es Menschen gibt, die unter sexuellem Rassismus wirklich leiden. Und ja, deswegen könnte man daraus ja vielleicht für sein eigenes Datingverhalten ziehen, dass man das Ganze einfach noch mal ein bisschen reflektiert und darüber nachdenkt, wie man eigentlich datet und warum der eigene Dating-Typ der ist, den man halt eben hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eigene Datingverhalten ja sogar noch mal ein bisschen bereichern könnte, wenn man den Blick mal weitet. Und wenn ihr Bock habt, noch mehr Filme zu sehen, die einen so ein bisschen zum Nachdenken anregen, dann abonniert auf jeden Fall unseren Kanal. Jemanden nicht daten wollen, weil er oder sie trans ist. Im Netz bezeichnen sich solche Leute als super straight. Ich könnte mir das nicht vorstellen. Das ist etwas so, das wird eine Blockade in mir auslösen. Ich möchte das einfach nicht. Und deswegen bin ich doch noch lange nicht transphob. Super straight ist für mich als Bewegung transphob, ganz klar. Den Film über die Super Straight-Bewegung, den findet ihr hier. Und hier habe ich euch auch noch mal ein Video zum Weiterschauen hingepackt. Ich freue mich aber, wenn wir uns das nächste Mal wieder hier sehen.